Heute geht an den Start Reini in der C8R auf Position 1, Pole Position. Auf Position 2 Daniel im 997 in der Gulf-Lackierung. Auf Position 3 Rainer in der C7R in der Jazz-Lackierung. Dahinter unser Schuhkarton vom Volker M4. Und auf der letzten Position Peter in der C8R. Die Startplätze sind gelost, wir springen ins Rennen. Das Rennen zeigt einen Lauf unserer Carrera GT-Meisterschaft am letzten Renntag, bevor es dann auf die weiteren Läufe auf die große Bahn geht. Wir fahren heute auf der Brands Hatch auf einer Bahn, die eigentlich für 1:32 konzipiert ist, aber ich hatte einfach mal Lust, die auch in der Meisterschaft einzubauen. Deswegen fahren wir die Hälfte der Läufe eben auch auf der kleinen Bahn. Im Unterschied zur großen Bahn fahren wir hier mit 16 Volt. Das haben wir am Labornetzteil eingestellt. Das liefert hier heute auch 10 Ampere. Ist also ausreichend Strom vorhanden. Hier unser Lieblingseck. Da haben wir uns eine neue Regel überlegt. Bekommen beide Fahrer, die hier involviert sind, eine Runde Abzug. Und das ist natürlich eine drakonische Strafe hier, wenn man 6 Sekunden für eine Runde braucht ungefähr und man kriegt eine Runde abgezogen. Vor allem gibt es da Situationen, an denen man vielleicht gar nicht so viel dafür kann. Also ist mir vorher auch passiert. Ich habe die Spur gewechselt zu spät, der andere ist draufgefahren, deslottet und schon haben wir beide eine Runde Abzug bekommen. Aber es ist auch eine extra Portion Nervenkitzel, dieser Teil der Bahn. Und fürs Layout einfach auch wichtig, weil es dann einfach nochmal kurz das Feld zusammenbringt an der einen Stelle. Weil die Spuren ja auch nicht beide gleich lang sind. Gleich sieht es auch ein bisschen so aus. Also tatsächlich können hier also die Fahrer fahren gerne außen und innen. Beides ist gleich schnell. Rundenzeit bewegt sich immer so um die 6 Sekunden. Manche sind ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer, aber das bewegt sich alles so in dem einen oder anderen Zehntel. Und ihr seht ja auch, dass man hier nicht so einfach ranfahren kann wie auf der großen Bahn. Ansonsten zum Renngeschehen. Rainer liegt hier aktuell in Führung in der grauen Corvette, verfolgt von Peter in der gelben Corvette. Dahinter dann Daniel in der Gulf-Lackierung und Volker auf Platz 4 liegend und dahinter Rainer in der C7R. Noch ist nichts entschieden und wir bewegen uns hier direkt auf den ersten Zweikampf zu, den wir hier eingefangen haben. Volker versucht sich jetzt zu verteidigen gegen Peter, der in der gelben Corvette aufholt, sich jetzt daneben gesetzt hat. Volker hält dagegen, versucht natürlich noch mal ein bisschen wegzuziehen, jetzt auf der inneren Spur. Aber schon ist die C8 wieder daneben und hält voll dagegen. Spannendes Duell. Hier leider mit einer Berührung. Die C8R hat ein bisschen den BMW erreicht. Und man sieht schon, wenn man so auf dem Grenzbereich fährt, auf der letzten Rille, dann reicht ihm schon eine kleine Berührung und man fliegt ab. Jetzt nächstes Duell. Volker versucht hier nochmal gegen Reini gegenzuhalten. Reini jetzt hier mit dem Fehler. Volker geht vorbei. Ja, einfach die kleine Kurve, das ist das, was den Reiz an der kleinen Bahn ausmacht. Da sind da ganz viele K1. Die musst du sehr präzise treffen. Wenn du das nicht tust, fliegst du einfach gnadenlos ab. Jetzt versucht hier Reini hinterher zu fahren. Also die schwarze Corvette C7 gegen die neue graue C8. Aber hier kleiner Quersteher und schon hat man wieder, ich sag mal, ein Drittel der Runde verloren. Muss man sich wirklich mühsam ranarbeiten, Runde für Runde. Und es geht wirklich zentimeterweise vorwärts. Das ist halt der Unterschied vom Layout. Auf der großen Bahn habe ich die langen Geraden, auf denen ich dann sehr spät bremsen kann. Das macht halt einen gehörigen Unterschied. Und hier sind die Fahrer halt wirklich alle eng beieinander. Ihr seht hier die beste Rundenzeit. 5,9, 5,9, 5,8, 6,0, 6,2. Der M4, der hier einfach ein bisschen Probleme hat auf der Bahn. Aber das liegt alles sehr eng beieinander. Und ja, also auch eine durchschnittliche Runde liegt halt irgendwie bei 6,1. Das ist also alles kein so riesen Unterschied. Ist aber auch klar, es sind nur 16 Meter. Da ist der Unterschied natürlich dann noch zwischen der besten Zeit und der durchschnittlichen Rundenzeit nicht so riesig. Hier hat sich Peter verschätzt, ist abgeflogen. Sehen wir nochmal in der Zeitlupe. Einfach zu schnell in die Kurve. Das ist eben eine K1 Kurvenweiche, die hier verbaut ist. Die muss man auch sehr präzise fahren, kann dann hier kurz runter beschleunigen. Geht jetzt auch erstmal zum Tanken. Und auch Rainer fährt hier an die Box. Und Volker im grün-weißen BMW geht jetzt an Rainer vorbei. Somit jetzt beide in der gleichen Runde. Rainer fährt jetzt wahrscheinlich hoffentlich vor ihm raus. So, jetzt hätte Volker die Chance, wenn er an der Corvette vorbeikommt, die Platzierung zu tauschen und auf Platz 4 vorzufahren. Aber ihr seht schon, der Rainer hat den Braten gerochen und gibt jetzt mal richtig Gas. Versucht hier nochmal ordentlich wegzuziehen, hat jetzt so eine Drittelrunde Vorsprung. Ja. Also das war überhaupt das spannendste Duell, einfach hier der weiß-grüne BW gegen die rot-weiße C7. Rainer gibt hier nochmal ordentlich Stoff, hat jetzt schon eine halbe Runde Vorsprung und ist jetzt schon hinter Volker, der jetzt mal 2 Runden langsam war,
aufgefahren. Stecken beide alle so ein bisschen im Verkehr hinter Reini und Peter fest. Und die C7 hat sich jetzt tatsächlich schon wieder hinter Volker rangeschlichen und kann jetzt den Spieß umdrehen und die Führung ausbauen auf eine Runde. Jetzt sind beide aktuell in der gleichen Runde. Das ist jetzt spannend. Oh, da hätte es fast geknallt. Fast hätten beide eine Runde Abzug bekommen. Das wäre in dem Fall jetzt nicht optimal. Währenddessen Fehler von Daniel, der sich hier auf Platz 3 verschätzt hat. Jetzt will Rainer an Volker vorbei. Ist schon fast daneben. Ob das reicht? Der Rainer ist hier fast hinten drauf gefahren. Volker fährt zum Tanken. Jetzt geht Rainer vorbei. Damit jetzt Rainer in der Führung. Jetzt ist nur noch eine Minute zu fahren. Und Volker bedrängt hier Rainer. Der weiß-grüne BMW verfolgt den rot-schwarze Corvette C7. Und der Rainer läuft jetzt hier auf Daniel auf. Traut sich irgendwie nicht direkt vorbeizufahren. Verliert hier wichtige Meter. Jetzt gab es kurz einen Kurzschluss. Schleife zu weit auseinandergebogen. Kein Problem, es geht sofort weiter. Und immer noch hängt Rainer hier an Daniel fest. Daniel auf Position 3. Jetzt fährt Rainer rein. Jetzt müsste er jetzt rausfahren. Hat er den Zeitpunkt verpasst. Und hier wieder Wechsel. Jetzt Volker auf Platz 4. Reini schmeißt seine C8 hier tatsächlich noch mal kurz vor Schluss weg. Es sind jetzt noch 11 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, hier werden noch 1,5–2 Runden gefahren und dann alle noch durchs Ziel. Und dann ist das Rennen beendet. Das heißt, ja, also Reini fährt jetzt noch durch. Die Uhr ist bei 0. Jetzt muss er nochmal durchs Ziel fahren. Und dann müssen wir auf Schlusslicht warten, bis die C7 durchfährt. Das ist jetzt gleich der Fall. Die schwarz-rote fährt jetzt durchs Ziel. Und damit hat Reini jetzt verdient in seiner C8R gewonnen. Glückwunsch! Ich glaube, das Rennen hat gut gezeigt, dass man viel Spaß haben kann mit großen Autos für kleinen Bahnen. Aber es hat auch gezeigt, dass die Autos ein bisschen zäh sind für diese engen Kurven und ein bisschen mehr Auslauf brauchen. Auch gerade die Überholvorgänge oder sowas könnte man wahrscheinlich mit 18 Volt besser bewerkstelligen. Das nehmen wir uns fürs nächste Mal vor. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Dann lasst gerne ein Abo da und einen Daumen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.